Wir sind von Doyubeasit unterwegs nach Van und zum dort gelegenen Vansee. Der größte See der Türkei war für mich eine der Hauptattraktionen, die ich sehen wollte auf unserer Reise. Der Vansee ist nicht nur der größte der Türkei, er ist auch der größte Sodasee der Welt. Aber dazu später mehr. Wir nehmen euch in dieser Folge mit zu schönen Wasserfällen, vorchristlichen Siedlungen, alten Burgen und einer Insel mit besonderem Charme. Also dranbleiben! Auf halber Strecke machen wir Halt an den Muradije-Wasserfällen. Sie sind ein beeindruckendes Naturwunder, das sich aus dem Fluss Bendi Mahi speist. Umgeben von malerischen Felsformationen stürzt das Wasser hier in mehreren Kaskaden über 20 Meter in die Tiefe. Besonders im Frühling, wenn das Schmelzwasser der umliegenden Berge den Fluss anschwellen lässt, sind die Wasserfälle besonders kraftvoll und imposant. Na gut, wir sind mitten im Sommer. Trotzdem finden wir, dass es ein beeindruckendes Schauspiel ist. Die Wasserfälle bieten nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische und Reisende, sondern auch einen ruhigen Ort für Naturliebhaber, um die Schönheit der Region zu genießen. Die Van Kalesi, auch als Festung von Van bekannt, ist eine beeindruckende Felsenfestung, die auf einer steilen Klippe am Ufer des Vansees thront. Sie stammt aus dem 9. Jahrhundert vor Christus und war einst Zentrum des urartäischen Königreichs. Direkt daneben befindet sich das Van-Museum, das faszinierende Artefakte aus urartäischer, römischer und osmanischer Zeit beherbergt. Es bietet einen tiefen Einblick in die reiche Geschichte und Kultur der Region. Ein Stadtfest, das zeitgleich vor dem Museum mit Folklore-Tänzen gefeiert wurde, wollten wir uns nicht entgehen lassen. Çavuştepe war eine Burganlage, die Mitte des 7. Jahrhunderts vor Christus vom urartäischen Königreich gebaut wurde. Vor Ort trafen wir Mehmet Kuschman, einen echten Kenner des urartäischen Volks. Er ist einer von nur 12 Menschen auf der Welt, die die urartäische Keilschrift lesen können. Als Sohn eines Bauern hatte er keine höhere Schulbildung, hat aber innerhalb von 3 Jahren die Keilschrift lesen gelernt. Inzwischen ist der Vater von 11 Kindern 84 Jahre alt und wohnt direkt am Eingang der historischen Anlage, wo er manchmal Touristen führt. Wer mehr über Mehmet wissen möchte, kann gerne den Link rechts oben klicken. Da gibt's eine Dokumentation über ihn.
Wir machen uns weiter in Richtung iranischer Grenze zur Hoschab-Burg. Auch diese Anlage ist urartäischen Ursprungs. Die Burg liegt majestätisch auf einem steilen Berg und ist schon von weitem sichtbar. Die heutige Gestalt der Burg stammt aus dem Jahr 1643. Ein kurdischer Fürst hat sie gebaut. Die Anlage wurde zum Zeitpunkt unseres Besuchs noch restauriert. Lokale Handwerker haben uns aber hineingeleitet und wir konnten sie so auch von innen sehen. Zurück in Van haben wir nach dem Essen noch Straßenmusikern zugehört bei ihrer traditionellen Musik. Wir haben uns einfach dazugesetzt und die gute Stimmung auf uns wirken lassen. Guten Morgen zusammen, wieder ein super schöner Tag heute. Wir sind immer noch in Van, beziehungsweise am Vansee, wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Und ihr könnt im Hintergrund auch sehen, das ist die Akdamar Insel mit einer armenischen Kirche drauf, soll sehr schön sein. Da werden wir jetzt dann mit dem Boot übersetzen und uns das alles anschauen.
sehr salziges Wasser hier. Aber sehr gut für die Haut und so weiter. Passt. Im Hintergrund seht ihr nochmal Aktkammer, die Kirche, wo wir jetzt gerade waren. War wunderbar. Mit dem Schiff übergesetzt und dann dort ein bisschen fotografiert. Und das ist jetzt das letzte Stück eigentlich vom Wannsee. Wir werden jetzt dann uns aufmachen nach Theatertür. Da waren wir ja schon vor 2 Jahren. Ihr erinnert euch vielleicht von den früheren Videos. Und ja, dann werden wir wieder nochmal den Nemrut da machen und anschließend dann nach Malatya. Da wird jetzt wieder eine Folge. Also freut euch drauf und nicht vergessen, abonnieren.